Dank super spannender Pre-Alpha-Phase können wir auch in den Explorer News einen genaueren Blick in den ambitionierten Siedler-like-Titel von Solo-Dev Sebastian Buchwald werfen und uns dabei verschiedene Gameplay-Mechaniken im Detail widmen. The First Explorers ist nämlich unschwer erkennbar an die Siedler 3 und 4 angelehnt, macht dann aber doch einige Dinge etwas anders und ist dementsprechend mit vielen neuen Ideen gespickt. Heute soll es daher um die Truppenrekrutierung gehen, beziehungsweise wie ihr im Early Game der Weiler-Stufe ein schlagkräftiges Heer aus dem Boden stampfen könnt. Bevor wir beginnen, noch kurz zur Transparenz. Alles, was ihr hier seht, ist zu großen Teilen unfertig, geschweige denn final, und kann sich bis zum Early Access Start noch grundlegend ändern. Wenn also an der einen oder anderen Stelle mal ein Siedler hängen bleibt, ist das nichts Schlechtes, sondern einfach nur der frühen Version geschuldet. Und falls sich noch eine der besprochenen Mechaniken verändern sollte, gibt es in kommenden Videos ein entsprechendes Update. Militär ist in einem Siedler-like schon immer ein wichtiger Faktor und eine Baustelle, die Ubisoft in den letzten Jahren regelmäßig an die Wand gefahren hat. Dankenswerterweise erhalten wir in The First Explorers endlich wieder eine echte RTS-Steuerung für unser Militär zurück und scheinen auch beim Thema Einheitenvielfalt endlich mal aus dem Vollen schöpfen zu können, wenn wir mal von kuriosen Raketenochsen absehen. Die aktuelle Pre-Alpha beinhaltet bisher aber nur die sogenannte Weiler-Stufe, also die erste Stadtstufe und damit nur Zugriff auf die ersten 3 leichten Militäreinheiten, wohingegen zum Beispiel Bogenschützen, Reiter oder gar Belagerungswaffen erst später im Verlauf einer Partie verfügbar gemacht werden und wir auf diese jetzt noch nicht eingehen können. Auch ist es gut möglich, dass sich die Karthager und Gallier hier ebenfalls von den Römern unterscheiden werden, welche aber ebenfalls noch fehlen. Durch den Kniff mit den Stadtstufen wird auch verhindert, wie in die Siedler 4 zu früh Level 3 Militäreinheiten produzieren zu können und dann mit wenigen Schwertkämpfern einen frühen Rush durchzuziehen, was zum Beispiel in Neuallianzen noch dämlicher mit komischen Banditencamps gelöst wurde. Ebenfalls anders als im großen Vorbild die Siedler 4 benötigt ihr nicht einfach nur Schwert oder Bogen, um eine erste leichte Militäreinheit produzieren zu können, sondern seid auch auf Holzgriffe angewiesen, die ihr entsprechend ebenfalls erstmal herstellen müsst. Diese Griffe stellt ihr beim Holzdreher aus Laubholz her, welche direkt vom Holzfäller angeliefert werden. Die zweite lebenswichtige Zutat für kommende Waffen ist Kupfererz, welches ihr frei auf der Karte wie Steinvorkommen vorfindet und somit ein lohnenswertes Expansionsziel darstellt. Zugriff auf Bergminen habt ihr in der Weiler-Stufe übrigens generell noch nicht. Das Kupfererz baut ihr via Kupferhütte ab und könnt es dann neben der Waffenschmiede auch in der Werkzeugschmiede oder der Münzprägerei weiterverarbeiten. Mehr dazu aber in einem der folgenden Videos. Die gerade schon erwähnte Waffenschmiede verarbeitet das Kupfererz in Kombination mit den Holzgriffen zu Waffen weiter. Und auch hier macht The First Explorers einiges anders. Denn anders als früher könnt ihr euch hier jetzt für leichte Schwerter, leichte Speere und leichte Äxte entscheiden, die obendrein auch noch unterschiedliche Baukosten haben. So kostet ein Schwert ein Kupfer und ein Griff, ein Speer ein Kupfer plus 2 Griffe und die Axt wiederum 2 Kupfer und einen Griff. Die fertig hergestellten Waffen werden dann zur Kaserne weiter transportiert und können dann dort in Kombination mit einem freien Siedler zu einem Level 1 Schwertkämpfer, Speerträger oder Axtkämpfer rekrutiert werden. Jetzt ist euch sicher aufgefallen, dass Schwerter mit nur einem Kupfererz und einem Griff leicht günstiger sind. Deshalb nur auf Schwertkämpfer zu setzen wäre naheliegend, ist aber nicht zielführend. Denn im klassischen Stein-Schere-Papier-Prinzip kontern sich die 3 Einheiten gegenseitig aus. So ist der Axtkämpfer einem Schwertkämpfer klar überlegen, zieht aber gegen den Speerträger den kürzeren. Dafür ist der Schwertkämpfer dem Speerträger überlegen und zwingt euch gewissermaßen einen guten Mix aus allen 3 Einheiten ins Gefecht zu führen. In den nächsten Explorer News schauen wir uns dann das spannende neue System hinter der defensiven und offensiven Kampfkraft an und wie sich auch diese leicht von den großen Vorbildern unterscheidet.
Natürlich auch hier gerne nochmal der Hinweis, dass ihr das gerade Gesehene ab sofort jederzeit selbst ausprobieren könnt und dafür nur eine Patreon-Mitgliedschaft ab der Stufe Präfectus abschließen müsst. Das ist sogar gut und wichtig, dass sich die Entwicklung von The First Explorers aktuell ausschließlich über dieses System finanziert und er so entsprechend einen positiven Beitrag leistet. Wie gefällt euch das Rekrutierungssystem? Gerne mal in die Kommentare damit. In diesem Sinne, frohes Siedeln und bis zum nächsten Video.